Einen wundervollen guten Tag, allerliebste Hexen und Hexors. Willkommen zu einer neuen Runde Rust, heute mit Vektoren und Arrays. Und ja, ich wollte heute eigentlich wieder mal was mit KI machen, aber irgendwie hat es bei mir zeitlich nicht geklappt. Es ist schon 13:37 Uhr und das Video muss in 1,5 Stunden online sein für euch. Und das werde ich mit einem KI-Video nicht schaffen. Das tut mir sehr leid, aber ich versuche es morgen. So. Aber für die Leute, die natürlich Rust feiern, ich hoffe, das ist okay für euch. Gut, also wir haben einmal Vektoren und wir haben Arrays. Das ist zweimal eine sehr ähnliche Datenstruktur und wir wollen uns hier auch ein bisschen auf die Rust-Feinheiten einstimmen. Und wir starten mal mit let_v für Vektor ist gleich Vec Doppelpunkt Doppelpunkt New. Was das macht, ist, es erstellt uns einen neuen Vektor. Ein Vektor ist in der Mathematik sowas hier, also ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule, 1, 2, 3, 4, das wäre ein Vektor mit 4 Elementen drin. Naja, das kann man auch quasi als Liste nehmen, nämlich das ist unser erstes oder nulltes Element, das ist unser nächstes, das ist das danach und das ist das letzte Element. So, das ist quasi genau das, was wir hier mit einem Vektor auch machen können. Wir können da jetzt Dinge reinschreiben. Zum Beispiel können wir sagen, wir können einfach einen Vektor bauen und übrigens, das baut euch auch einen Vektor, also die zweite Variante, wie ihr das bauen könnt, ist gleich Vec, Ausrufezeichen und dann so eine eckige Klammer auf, 1, 2, 3, 4. Und das wäre das Beispiel, was wir uns gerade eben angeguckt haben. So, jetzt ist das natürlich irgendwie eine ganz andere Schreibweise. Der Vektor hier oben baut euch einfach einen leeren Vektor. Wir schauen uns das gerade mal kurz an. Und ich gebe hier einfach mal V aus für euch. Ja, Quatsch. Das Problem ist, wir können nicht einfach den Vektor an sich so ausgeben, sondern wir müssen jeden Wert einzeln ausgeben und dazu brauchen wir ganz kurz die For-Schleife. Die For-Schleife schleift uns halt einmal durch alle Elemente des Vektors. Das zeige ich euch am besten mit diesem Beispiel. Wir haben hier die Werte 1, 2, 3 und 4 drin, das sieht man, und die haben wir ja da reingeschrieben. Und jetzt gehen wir quasi einmal durch den Vektor durch. Wie gesagt, ihr könnt euch das so als mathematisches Ding vorstellen, wo wir einfach oben anfangen, dann den nächsten Wert lesen, dann den nächsten und dann den letzten Wert. Und der kann natürlich beliebig lang sein, der Vektor grundsätzlich. Ja, das heißt, wir können hier einfach uns mit dem ersten Wert eine Ausgabe erzeugen, dann den nächsten und so weiter und so fort. Und das machen wir mit for i in, Achtung, und v. Ja, dieses und-v bedeutet, wir holen uns den ersten Wert aus dem Vektor v, wir holen uns quasi die Referenz zu v, ist sowas wie ein Pointer in C, es tut mir sehr leid, ich kann euch noch nicht ganz davon verschonen, ich werde euch erklären, was das ist, okay? Und anschließend holen wir uns dieses Printline. Und warum da ein Ausrufezeichen steht, kommen wir übrigens auch noch dazu. So, und jetzt geben wir uns den Wert aus. Und zwar hier, indem wir, Achtung, nicht mehr V ausgeben, das würde nicht funktionieren. Wie gesagt, das ist das hier. Das passiert dann damit. The Trade, bla bla bla, does not implements das Zeug. Wir wollen uns hier an der Stelle I ausgeben. Wenn wir das mal laufen lassen, dann sehen wir was Interessantes. Dann, achso, ja, das sollte ich nochmal kurz rausmachen, bevor wir hier fertig sind. Genau. Wir fangen einfach nur mal mit diesem Vektor hier an. Wir sehen hier, wir bekommen die Ausgabe 1, 2, 3 und 4. Was ist hier passiert? Ganz kurz zu dieser Vorschleife. Wir starten im Endeffekt ganz vorne bei dem ersten Element des Vektors und geben dieses Element als I aus. Also das heißt, wir gehen hier mit dieser Vorschleife in den Vektor rein und sagen, okay, I ist jetzt das Element, das ganz vorne steht. Ganz am Anfang ist es einfach nur das erste Element. Dann führen wir alles aus, was zwischen diesen geschweiften Klammern steht und gehen dann wieder nach oben und sagen zu I, nimm mal bitte das nächste Element von dem Vektor, machen wieder alles, was in den geschweiften Klammern steht und machen genau dasselbe nochmal. I, sei mal bitte der nächste Wert. Machen wieder alles, was in den Klammern steht, in dem Fall nur diese eine Zeile, und sagen dann, I, mach mal bitte den nächsten Wert. Und machen wieder alles, was in den Klammern steht, und sagen dann, I, mach mal bitte nächster Wert. Ah, da ist keiner mehr. Ja gut, dann mach mal mit dem weiter, was unten drunter steht, sprich dem Printline. Das ist wie eine For-Schleife oder eine For-Each-Schleife, wie der offizielle Name ist, funktioniert. I nimmt einfach jeden einzelnen Wert in diesem Vektor an. Es gibt noch einige Feinheiten für die For-Schleife, die werden wir uns auch noch angucken, aber nicht in diesem Video. So, und auch warum hier und V steht, das dürft ihr für den Moment erstmal hinnehmen. Jetzt haben wir hier offensichtlich gesehen 1, 2, 3 und 4. Was genau kann ich jetzt aber mit diesem
Ding hier oben machen, diesem Vec New, wir sehen hier einen kleinen Unterschied bei den Typen, die wir hier gebaut haben. Und zwar einmal haben wir hier den Vec Spitze Klammer auf, Fragezeichen, Spitze Klammer zu, wenn wir mal hier uns das genau angucken, wie unsere IDE, also unser nicht PyCharm, Sea Lion uns das gebaut hat. Und hier unten steht aber Vec i32. Das Ding hier, also Vec von i32, nimmt an sich einfach an, dass hier drinnen i32 stehen. Das heißt, ganze Zahlen von eben dem Typ i32, also ganze Zahlen mit 32 Bits. Das ist der Typ, den die Dinger hier automatisch haben. Jetzt kann ich natürlich hier auch fairerweise hergehen und sagen, i8 ist auch in Ordnung. Dann werden die halt hier intern alle zu i8 konvertiert. Und naja, hier wird auch automatisch dann der Typ gewechselt. Aber das muss ich nicht machen. Ich kann das Ding auch einfach weglassen. Ich werde es jetzt mal explizit hier stehen lassen und als i32 hierher schreiben. Und wir merken, aha, das wird also automatisch zum i32, dieses Vec-Ausrufezeichen, weil ich hier ganze Zahlen reingepackt habe. Jetzt, lustigerweise, kann ich das doch auch mal mit Strings probieren, oder? Hallo und Welt. Klar, dass ich dann hier nicht mehr i32 schreiben kann, sondern ich mache mal weg und gucke mal, was hier passiert. Aha, wir bekommen also ein Vec von und String. Das schreibe ich doch mal schön explizit hin, damit ich mir merken kann, was genau das eigentlich ist. Und ja, wir sehen, Hallo Welt wird zu einem Vec und String und wenn ich das hier ausgebe, dann kriege ich ein Problem mit der Zeile hier oben, weil ich schon wieder vergessen habe, sie zu löschen. Und ja, genau, wir sehen hier Hallo und Welt. Das heißt, i wird zuerst zu diesem ersten Wert hier, wir bekommen ein Hallo, und dann wird es zu dem zweiten Wert, wir bekommen Welt, und danach ist es fertig, sprich, es macht dieses Printline von nichts, also quasi einfach nur eine leere Zeile. So, spannend. Das heißt, ein Vektor kann einfach mehrere Dinge beinhalten. Ein Vektor wird häufig so gebaut und, wie gesagt, auch manchmal so. Jetzt lass uns mal ganz kurz gucken, warum wir das so bauen können. Naja, wir können mit diesem neuen Vektor, der hat aktuell noch gar keinen Typ, können wir trotzdem ein bisschen Magie machen. Wir können hier tatsächlich sagen, und jetzt dazu nehme ich mal die beiden hier raus, wir können hier sagen, okay, mach mal bitte was in V rein. V.push. V.push zum Beispiel 1 und mit dem Wert 1 sozusagen und dann können wir hier auch noch 2 reinpushen und so weiter. Dazu, oder dabei besser gesagt, verändern wir aber natürlich den Vektor V. Das heißt, wir müssen hier wie immer ein Mutable hinmachen, sonst wird das nicht funktionieren, weil wir ihn, wie gesagt, verändern. Wenn wir den Vektor verändern allerdings, dann können wir so viele Werte reinschreiben, wie wir wollen. Und in diesem Fall sehen wir hier, wir bekommen 1 und 2 als Ausgabe. Ich kann hier aber natürlich noch beliebig viele andere Werte reinmachen. Das ist super, super nützlich, gerade wenn wir in Richtung Daten uns was überlegen wollen, ja. Ihr kennt das vielleicht, man muss mittlerweile eigentlich irgendwie mehrere User haben. Stellt euch einfach mal kurz Instagram vor, ja. Auf Instagram gibt es Millionen Accounts. Diese Millionen Accounts weiß ich nicht vorher, wie die Leute sich nennen. Ich weiß nicht, welche Posts sie haben. Ich weiß nicht, welche ID diese Posts haben. Ich weiß eigentlich gar nichts im Vorfeld, weil alles von den Benutzern kommt. Klar, das ist einfach modern. Jetzt muss ich aber damit umgehen können und naja, ob jetzt ein User im Vorfeld 20 oder 30 oder 50.000 Posts auf Instagram hat, das kann ich eigentlich nicht wissen. Und demnach muss ich hier dynamisch eben sagen können, aha, schau mal, der hat was Neues hochgeladen, ich pushe das jetzt in die Liste von zum Beispiel allen seinen Social Media Posts rein. Das wäre ein wunderschönes Beispiel dafür. So, und genau das ist auch der Punkt, warum Arrays ein bisschen anders sind. Wir gucken uns gleich Arrays an. Ich will euch noch ganz kurz vorher zeigen. Nehmen wir noch mal ganz kurz uns dieses Beispiel hier. Genau. Wir nehmen uns einmal ganz kurz dieses Beispiel und führen das einmal kurz aus. Wir bekommen Hallo Welt raus. Jetzt möchte ich aber vielleicht mal nicht einfach nur alles ausgeben. Ups, Printline. Ich möchte vielleicht nicht alles ausgeben, was hier drin ist in meinem Vektor, sondern ich möchte einfach auch mal nur ein einzelnes Element ausgeben. Und das kann ich auch machen. Ich kann ganz einfach sagen, ich möchte v.get benutzen. Also ich hole mir sozusagen einen Wert von diesem Vektor hier raus. Und zwar an der Stelle, naja, wir fangen bei 0 an zu zählen normalerweise, an der Stelle 0. Oder
In unserem Fall können wir hier auch natürlich die Stelle 1 benutzen, weil Stelle 0 wäre Hallo und Stelle 1 wäre Welt. Cool. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob hier was rauskommt bei. Das funktioniert nicht so ganz. Was genau ist hier passiert? Naja, wir haben eine Option von und String bekommen. Ja, wie gesagt, Rust ist nicht gerade die einsteigerfreundlichste Sprache, deswegen man muss mit solchen weirden Dingen auch umgehen können. Ich habe es jetzt hier einmal ganz kurz mit dem Auto, ich mache das nochmal eben, mach das mal zurückkommen. So, hier einmal, wenn wir das sehen, hier drüber hovern und dann Change Format Parameter to Doppelpunkt Fragezeichen. Schaut euch kurz an, was hier passiert. Einmal nochmal zurück. Habt ihr es gesehen? Nochmal hin. Tada! Doppelpunkt Fragezeichen in diesen Printline-Klammern bedeutet, ja, das versucht es auszugeben, so gut es kann. Falls es nicht klappt, dann lassen wir es halt. Und das ist ziemlich cool. Allerdings kriegen wir jetzt hier Sum-Welt. Und ja, wir werden noch über dieses Sum-Zeug sprechen. Und was es eben genau mit diesen ganzen Options, die wir hier hinten dran haben, eigentlich auf sich hat. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Für den Moment auch einfach bitte hier kurz dieses Doppelpunkt-Fragezeichen einfach annehmen, weil wir uns nicht sicher sein können, dass es klappt. Ich mache mal kurz das Gegenbeispiel. Wenn wir hier einen Index von 3 uns holen, wir wissen, wir haben 0, wir haben 1, ja, 1 wäre Welt gerade gewesen, 3 gibt es nicht. Ich kann aber diese Zeile hier trotzdem benutzen und naja, das würde theoretisch zu einer Panik führen, aber in unserem Fall wird halt einfach Non ausgegeben und es passiert gar nichts Schlimmes. Es wird weiter ausgeführt, es passiert kein Fehler, kein gar nichts. Und das ist eigentlich der Grund, warum Rust so beliebt ist. Also nicht mal unbedingt was Negatives, was super kompliziert ist, sondern einfach, ey, es stürzt nicht ab, obwohl ich hier gerade den Index auf was gesetzt habe, was es gar nicht gibt. Das ist super geil. Also das ist ein Vorteil von Rust, kein Nachteil, zumindest wenn man bisschen länger drin ist. Ja, ihr werdet es zu schätzen wissen oder so, I guess. So, okay, im Grunde genommen sind das Vektoren. Man kann natürlich noch sehr viel mehr mit Vektoren machen. Vektoren, Vectors vielleicht eher, sind so ziemlich das mächtigste Ding für Rust oder als Datenstruktur insgesamt und eines der, naja, ich will jetzt nicht sagen, eine der häufigsten Datenstrukturen, aber definitiv eine häufig genutzte Datenstruktur. Es gibt aber auch noch Arrays. Und Arrays sind das, was man als Programmierlehrling normalerweise als erstes kennenlernt. Warum habe ich euch also Vektoren als erstes gezeigt? Und warum benutzt in Java jeder Array Lists? Im C++ auch Vektoren und so weiter und so fort. Und warum hat Python nicht mal richtige Vektoren, sondern nur Listen? Arrays, sondern nur Listen. Naja, der Punkt ist einfach, Arrays sind zwar geil und richtig speichereffizient, aber sie haben einen entscheidenden Nachteil. Lasst mich kurz euch den Unterschied demonstrieren. Wir definieren uns ein Array. In dem Fall ist das eine eingebaute Datenstruktur als ist gleich. Bauen wir uns hier das Ganze mit den eckigen Klammern und können hier einfach sagen 1, 2, 3 und 4. So, wir sehen hier hinten dran, dieses Array hat den Datentyp i32 4. Ich schreibe das jetzt mal explizit hierher, damit wir es besser lesen können. Eckige Klammer auf, i32 4. So, was genau ist das? Naja, das ist ein Array, das nur Datentypen oder eben nur Inhalte enthält, die vom Typ i32 sind, und zwar exakt 4 davon. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Beim Vektor ist dieser Typ eigentlich nur ein Vektor und darin stehen i32 oder eben unstrings oder was auch immer wir dann reinpacken wollen. Beim Array müssen wir die Länge auch explizit angeben. Wir müssen die Länge im Vorfeld wissen. Wir müssen dann zum Beispiel wissen, dieser User hat 20 Instagram-Stories gemacht in seinem ganzen Leben. Oder dieser User hat 3 Namensteile oder, ne? Ihr versteht, was ich meine. Also wir müssen genau wissen, wie viele es davon gibt. Und das können wir natürlich auch benutzen, indem wir zum Beispiel sagen, print, ich nehme mal gerade das hier von hier oben, das ist ein bisschen schneller, weil ich das einfach kopieren kann, printline von A. Ja? Wenn ich jetzt A ausgebe, funktioniert das selbstverständlich auch nicht, weil Arrays können auch nicht einfach so geprintet werden. Ist ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich mag das eigentlich von Python, dass man einfach alles direkt ausgeben kann. Naja, gut. Wir gehen einfach hier auch durch unser Array durch
und sagen hier für jedes I in, nicht V, sondern A in diesem Fall. Für jedes I in A wollen wir das I ausgeben. Ja? Also das ist genau dasselbe wie beim beim Vektor auch. Wir gehen hierher und weisen I das erste Element zu. Das könnt ihr übrigens nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch X nennen. Oder Y oder Hans-Peter. Wir nennen es Hans-Peter. Komm, wir nennen es Hans-Peter, damit ihr wisst, dass es auch wirklich egal ist. Wir müssen nur darauf achten, dass wir es gleich benutzen. So, für jeden Hans-Peter in A nehmen wir eben Hans-Peter und sagen, okay, du bist das erste Element, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte und dann, falls es gibt, das fünfte, aber in dem Fall gibt es das nicht, also machen wir mit dem unten drunter weiter. So. Und für jedes einzelne Mal, wo wir Hans-Peter zuweisen, machen wir alles, was in diesen geschweiften Klammern steht. Und in unserem Fall sieht das dann logischerweise so aus. Wir geben einfach jedes Element in den geschweiften Klammern aus. Nicht wundern, dass hier oben drüber stammt von hier und von hier. Ja? Und diese 1, 2, 3, 4, die stammen von diesem Let A und den Vor-Hans-Peters. So, das ist im Endeffekt genau gleich, wie wir das bei den Vektoren gemacht haben. Und wir können hier auch die einzelnen Elemente abgreifen und die printen. Also ich mache das mal. Printline von, was wollen wir denn printen? Wir wollen vielleicht das zweite Element printen. So. Das heißt, wir sagen hier A von 2. Und ihr seht, das Zugreifen ist nicht über Punkt .get, sondern mit diesen eckigen Klammern. Also A von 2. A von 2 ist übrigens nicht die 2, wie man jetzt vielleicht denken würde, sondern wir fangen normalerweise bei 0 an zu zählen. Das ist 0. Das ist 1 und das ist 2, das ist 3. Okay, wie sieht das dann aus? Naja, logischerweise kommt danach nochmal eine 3, weil von 2 gibt uns 3. Wie gesagt, 0, 1, 2. Das heißt, wir holen uns dieses Element hier raus und geben das mit Printline aus. Cool. Was würde jetzt passieren, wenn ich, sagen wir mal, von 5 mache? Naja, offensichtlich lässt mein Compiler das in der Theorie zumindest zu, in der Praxis allerdings nicht, weil der Compiler weiß ja, anders als bei Vektoren, wie lange dieses Array ist. Das Array hat nur 4 Einträge. Das heißt, Zahlen, die größer sind als 3, wie gesagt, 0, 1, 2, 3, Zahlen, die größer sind als 3, werden nicht zugelassen. 3 kann ich machen, das würde funktionieren, dann kriege ich hier die 4 raus. Aber ab 4 sagt mein Compiler, ja du bist ja schon bewusst, dass du nur 4 Elemente hast. Du fängst mit 0 an zu zählen, also das ist dein 5. Element, das gibt es nicht. Das weiß der Compiler bei Vektoren nicht. Vektoren können in ihrer Länge einfach wachsen. Da weiß man die Länge nicht. Und deswegen müssen wir hier bei Vektoren uns mit diesem Doppelpunkt Fragezeichen auseinandersetzen, während bei Arrays weiß der Compiler einfach direkt, was Sache ist. So, das ist ganz geil. Jetzt ist aber das große Problem, wir können einfach dieses Array nicht wirklich modifizieren. Ich zeige euch, was ich meine. Nehmen wir an, wir wollen jetzt ein 5. Element machen. Dann müssten wir ja hier sagen, let mut A. Okay, cool. Das funktioniert auch offensichtlich. Das A wird unterstrichen und ich kann damit auch Sachen tun, offenbar. Aber kann ich vielleicht auch ein neues Element einbauen? Naja, probieren wir es aus. A.push. Wie oben auch, zum Beispiel die 5. So, und das existiert ganz einfach nicht. Es gibt keinen Push, selbst wenn ihr ein Mutable Array habt. Okay, also, wenn ihr einen Inhalt oder eine Liste oder eine Menge an Elementen habt, die sich verändern kann, wo nicht immer dieselbe Anzahl an Elementen drin ist, benutzt lieber einen Vektor. Es geht auch grundsätzlich bei Arrays. Ich zeige euch mal eben wie, aber es ist definitiv nicht das, was man normalerweise benutzen würde. Und da ist quasi der Unterschied, wann ein Vektor benutzt wird und wann ein Array. Also, wir machen mal ein Beispiel, und zwar let b. Und übrigens, da kommt jetzt auch das mut zum Vorschein, denn hier brauchen wir das, weil wir die Inhalte von b verändern wollen. Also einmal hier machen wir auch ein i32, aber mit 5, weil wir ein neues Element einfügen wollen und sagen hier, wir wollen nur Nullen drin haben am Anfang, und zwar 5 Stück davon. Das ist im Endeffekt so der Default-Weg zu sagen, ey, das macht da mal bitte nur Nullen rein, ja. So, jetzt machen wir das einmal so, dass ihr das auch sehen könnt. Wir gehen hier einmal durch B durch, nämlich das Neue, und ich zeige euch, was da drin ist. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Und was wird
Achso, ja, natürlich wird das Panicken in Runtime. Das ist ja genau das, was wir machen wollen. So, ich habe hier im Endeffekt ein neues Array mit B erstellt und da sind nur Nullen drin. 5 Stück an der Zahl, also ein Element mehr als hier oben. Jetzt muss ich hier theoretisch durch das gesamte Array A durchlaufen und jedes einzelne dieser Elemente von A in B reinkopieren. Das mache ich allerdings nicht direkt, sondern ich muss ja wissen, an welcher Stelle ich es einfügen soll. Sonst würde ich jetzt hier mal ganz kurz so machen, B von welchem Wert eigentlich genau? Also welchen Wert in B will ich denn verändern? Ich weiß ja gar nicht, wo ich gerade bin. Müsste ich ja quasi einen Zähler einbauen. Deswegen macht man das normalerweise so, und ich nenne das jetzt wieder I, weil Hans-Peter einfach keine gute Bezeichnung ist. Wir gehen nicht durch jedes Element in A, sondern wir nehmen die Zahlen von 0 bis zur Länge von A. 0, A.len. So, also bis zur Länge von A. Das heißt, wir haben jetzt hier 0, 1, 2 und 3. Und 4 nicht mehr. Also 0.A.len. Ich zeige euch das. Ups. Das solltest du eigentlich kopieren, Bro. So, einmal hier. A.len liefert mir einfach nur die Zahl 4, weil, naja, die steht hier explizit, die haben wir angegeben. Die wird einfach mitgespeichert in unserem Array. Okay, jetzt kann ich hier also hergehen und sagen, okay, die Werte werden 0, 1, 2 und 3 und 4 wird nicht mehr genommen. Das heißt 0, 1, 2 und 3. Also genau die Werte, die ich bei A zugreifen darf, ohne dass mir mein ganzer Compiler abstürzt und keinen Bock mehr hat. Also gehe ich her und sage, B von I ist gleich A von I. Damit habe ich sozusagen jedes einzelne Element aus A genommen und rauskopiert. Also gesagt, ey, das Element an B anstelle 0 ist das Element von A anstelle 0. Das Element B anstelle 1 ist das Element A anstelle 1, ne? Weil I wird jetzt 0, 1, 2 und 3. Es wird niemals 4. Deswegen muss ich hier von Hand nochmal hergehen und B von 4 ist gleich 5 sagen. Das kann ich machen. Und danach gehen wir einmal noch mit den Hans-Peters durch, und zwar durch B, und gucken uns jedes einzelne Element in B an. Tada! Also das hier oben ist A, 1, 2, 3, 4, und das hier ist 1, 2, 3, 4, 5. Und danach die A-len, das ist B hier. Das heißt, wir haben jetzt jeden einzelnen Wert aus A kopiert, in B reingeschrieben und dann einen neuen Wert gesetzt. Das ist im Endeffekt alles, was Push da oben beim Vektor macht. Und es ist sehr, sehr, sehr viel langsamer als das, was Push macht. Also nochmal, ich benutze Vektoren, wenn ich eine variable Länge habe. Wenn ich nicht weiß, wie viele Elemente ich habe. Wenn ich nicht weiß, ob jetzt mein User 20 Einträge in seinem Blog veröffentlicht oder halt nur 2. Wenn ich nicht weiß, ob 5 Bilder geteilt werden oder halt 100. Und Arrays benutze ich, wenn ich genau weiß, wie lange alles ist. Ich benutze Arrays, wenn ich zum Beispiel eine Stichprobe von 1000 Bildern untersuchen möchte, um irgendwelche Gemeinsamkeiten zu benutzen, oder einen Trainingsdatensatz von 5000 Bildern habe, dann benutze ich ein Array mit 5000 Einträgen und jeder einzelne Eintrag dieses Trainingsdatums kommt dann in mein Array rein. Und naja, das ist im Endeffekt der Unterschied. Also Arrays, feste Größe, feste Länge, immer genau gleiche Länge, und benutzt nicht dieses Rüberkopieren, das ist super ineffizient. Es geht, aber es ist wahnsinnig nervig. Und wenn ihr mal mehrere Einträge verändern müsst, dann benutzt lieber Vektoren. Okay, und ja, so benutzt ihr die übrigens auch. Wir gucken uns natürlich noch im Detail an, wie Vorschleifen funktionieren. Wir gucken uns im Detail noch die anderen Dinge an. Aber schreibt mir bitte auch. Diese Serie wächst eigentlich mit euch und ich warte immer auf euer Feedback, um eben Themen rauszufinden, die ihr als nächstes behandelt haben wollt in den nächsten Videos. Gut, in dem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.